Hallo YouTube, ich möchte euch kurz die 5. Version von meinem kleinen Boot zum Aufziehen vorstellen. Die funktioniert wirklich gut. Es wurde alles so ein bisschen überarbeitet, vor allem die Zahnräder, und jedes Zahnrad hat jetzt auch ein Gegenlager bekommen, was die Reibung, naja, verringert halt. Ne? Ähm, Ganz zum Anfang, wenn ihr die Teile gedruckt habt, müsst ihr die ganzen Löcher hier mit einem Spiralbohrer oder mit einer Reibahle sauber machen. Da einfach mal durchfahren und dann passt die Sache. Das kleine Zahnrad, das kleine Kegelrollen oder kleine Kegelzahnrad, das müsst ihr nicht sauber machen, das soll ein bisschen enger sitzen. Ähm, das oder das Lager, das Achslager, müsst ihr stehen drucken. Noch irgendwas, genau, die Antriebswelle, die müsst ihr auch stehen drucken. Zwar mit der Phase nach unten, so einfach zusammen mit einem Brim und dann schön langsam drucken, dann kriegt ihr da auch eine einwandfreie Rundheit hin. Also ich hatte keine Probleme. Ähm, Hier brauchen wir einmal Support und hier brauchen wir auch Support. Ansonsten geht alles ohne Support. Also abgesehen vom Rumpf natürlich, den druckt ihr auf den Kopf. Klar, mit Support. Ne? Gut, die Schraube ohne Support kriegt ihr hin. Gut, fangen wir an. Ich habe einen kleinen Funktionstest gemacht, also so ein, ja, ein Benchmark ist es nicht wirklich, aber ein Funktionstest. Da könnt ihr gucken, ob die Einstellungen von eurem Drucker okay sind, ob die quasi reichen, damit das ganze Modell funktioniert. Und es ist wirklich so, wenn das hier funktioniert, wenn dieser Benchmark funktioniert, der besteht aus den 4 Teilen, dann funktioniert auch der Rest. Ne? Also wenn ihr dieselben Einstellungen verwendet. So, fangen wir einfach mal an. Ihr nehmt quasi das große Zahnrad, macht es hier drauf, macht eine Dreier Schraube durch. Ich glaube, das ist 3x30, 3x20 geht vielleicht auch. Und dann kommt hinten das kleine Zahnrad ran und dieser Pin. Dann drückt ihr da einfach durch und dann sollte das Teil schon funktionieren. Vielleicht drücken wir es noch ein bisschen fester drauf. Ich lege halt jetzt irgendwas hinten rein, damit ich auf jeden Fall einen Spalt habe. Damit sich das Teil auf jeden Fall dreht. Na, ist vielleicht sogar fast ein bisschen viel. Ja, funktioniert. Okay, also so muss das Ding laufen. Wenn das nicht bei euch läuft, müsst ihr den Extrusionsfaktor ein Stückchen runter machen, beziehungsweise das Live-Set auch ein bisschen absenken, okay? Oder eben mit beiden Parametern so ein bisschen spielen. Überhaupt solltet ihr alles mit einem niedrigen Extrusionsfaktor drucken, damit das auch einwandfrei funktioniert. Gut, jetzt muss ich das hier wieder irgendwie rausdrücken. Okay, geht. Brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir auch nicht. Das Teil hier liegend, also so auf der Seite drucken, ne? Und so, das ist der Benchmark. Okay, machen wir weiter. Die ganzen Druckeinstellungen übernehmt ihr dann für die anderen Sachen, dann funktioniert das auch. Ich fange jetzt einfach mal hiermit an. Dann nehmen wir das Zahnrad mit diesem Zickzack da drin. Und das machen wir drauf. Und dann die Spirale, die druckt ihr so rum. Also dass die Ausbuchtung nach unten zeigt. Das druckt ihr auch mit Supportmaterial, weil hier oben noch ein kleiner Aufsatz drauf ist, damit das Teil geführt ist. Das ist ganz wichtig, das müsst ihr machen. Dann kommt es hier einmal drauf. Wir drehen das hier oben hin und dann nehmen wir eine 3x30. So, von unten müssen wir noch nichts sichern. Dann machen wir das nächste Teil. Das ist die Brücke hier oben. Da kommen auch 3x30 rein, 2 Stück. Einmal hier, einmal hier. Und die kommen dann hier oben einfach drauf gesteckt. So. Drücken wir das einmal bloß durch, damit es so ein bisschen hält. Und dann habt ihr die Wahl zwischen 2 Griffen, ja, zwischen 2 Rädern zum Aufziehen. Einmal hier das große, einmal das kleine. Ich empfehle euch mittlerweile das große. Das kleine sieht ein bisschen sportlicher aus, aber das kann sein, dass es euch durchrutscht, wenn ihr nasse Hände habt. Und gerade in der Badewanne
ist vielleicht das große doch ein bisschen besser. Ist vor allem angenehmer zum Aufziehen, also das ist es wirklich. Dann kommt es hier oben drauf, das hat hier so einen Vierkant drin, der sollte da einrasten. So. Man nimmt seine lange M3x40, die kommt hier durch. Und da können wir jetzt auch endlich mal eine Nylock-Mutter drauf machen, also so eine selbstsichernde Mutter, damit es nicht runterfällt. Das muss man jetzt auch gar nicht anziehen, einfach drauf machen. Gut, dann machen wir weiter. Haben wir das nächste Zahnrad, das ist Stufe 2, kommt hier drauf. Da kommt jetzt noch keine Schraube durch. Dann brauchen wir den Lagerhalter. Da können wir schon mal das Lager drauf machen. So. Das Lager bitte auch stehen drucken, ne? So, damit das hier auf jeden Fall rund ist. Die Schraube einmal durch und nochmal durch. Das ist eine M3x20. Und hier nehme ich jetzt die normale Mutter. Man kann auch Nylock nehmen, aber normale tun es in dem Fall. Einmal, zweimal. Das braucht ihr jetzt alles noch gar nicht groß fest anziehen, weil man das später noch so ein bisschen ausrichten muss. Ne? Also da ist immer noch ein bisschen Spiel drin. Das kann man dann später noch benutzen, damit es vielleicht ein bisschen besser läuft. Okay. Dann brauchen wir den Schaft und das kleine Zahnrad. Das kommt hier rein. So. So. Jawohl. Muss ich gut drehen, okay? Dann brauchen wir das Kegelrad und hier oben zweimal M3x20. So. So. Dann kommt das einmal hier drauf. Und damit es nicht runterrutscht, sichern wir das gleich mal ein bisschen mit der normalen Dreiermutter. Gut. Dann brauchen wir eine 3x30 und eine von diesen Scheiben. Von den Scheiben braucht ihr 2 Stück, da müsst ihr also 2 Stück davon drucken. Die einmal hier drauf, hier durch und dann von unten wieder mit einer Nylock. Ihr könnt euch das so merken, alle die hier in der Mitte sind Nylock-Muttern, okay? Der Rest kann normal sein. Dann brauchen wir nochmal eine im 3x30, wieder mit Scheibe, hier durch und unten wieder eine Nylock drauf. Und für ganz vorne brauchen wir auch noch eine Nylock. Gut. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir die hier auch gleich. Das ist eine normale Mutter und hier nochmal eine normale Mutter. Oh, das ist ausgerutscht. So. Gut. Und zum Schluss noch die Schraube, die wird also auch einfach bis drauf gesteckt. So, schaut super aus. Und hell. Das probieren wir jetzt mal aus, ob es noch funktioniert. Also es wackelt jetzt noch alles. So, aber es dreht sich. Sehr gut. Okay, jetzt ziehen wir die Muttern einfach ein bisschen fester an. Die hier oben, die dürft ihr gerne anziehen. Die genauso. So und so. Und dann einmal zweimal, jetzt ist noch ein Traum.
Okay, und dann müsst ihr die Nylock-Muttern hinten einfach so weit anziehen, dass der Spalt nicht mehr allzu groß ist. Aber auf keinen Fall fest anziehen. Die müssen sich noch ganz locker drehen. Ihr habt da keinen, das bringt euch nichts, wenn ihr die fest anzieht. Im Gegenteil, es bremst dann bloß. So, hier machen wir das auch. So. Und hier auch. Okay. Gut, das geht. Und jetzt halten wir hier mal fest, schauen, ob das auch funktioniert. Das ist der Ratschenmechanismus. Der funktioniert auch. Gut. Und dann kommt das Ganze ins Boot rein. Und wenn ihr wollt, ihr müsst es nicht machen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr da auch noch Schrauben reinmachen. Da habe ich jetzt 3x10, die sind also wirklich winzig. Und ich habe hier unten Löcher vorgesehen, wo man das dann quasi direkt ins Plastik reinschraubt. Also zieht es nicht zu fest an. Es ist einfach bloß, wenn ihr eure Kids damit spielen lasst, damit die das Teil nicht rausnehmen können und sich dann vielleicht unten an den Schraubenköpfen verletzen. An den Schrauben, an den Gewinden. Ne? Also es ist auch so ausgelegt, dass oben alles rund ist mittlerweile. Hier gibt es keine scharfen Kanten mehr. Die Schraubenköpfe sind überall oben. Und die größten Löcher, wo man sich irgendwie, naja, wehtun könnte, die habe ich zugemacht. Ansonsten kann man sich hier trotzdem noch herrlich die Finger einklemmen. Also vielleicht nicht ohne Aufsicht spielen lassen. Ne? So, naja, gut, das bleibt ja dann stehen. Okay, was habe ich? Ich habe noch einen Router angebaut. Ihr seht es gleich noch in den Videos. Das bringt recht viel. Und sonst, ach ja, gar nicht unwichtig. Diese Kegelzahnräder, die sind jetzt spiralverzahnt. Das habe ich mit der Zahnradbibliothek für OpenSCAD hingekriegt. Die gibt es auf Thingiverse, da könnt ihr einfach mal danach googeln. Und das funktioniert beeindruckend gut. Viel besser als ein gerade verzahntes. Die gerade verzahnten, die haben ganz schön Reibung erzeugt und das läuft jetzt absolut reibungslos. Okay. Achso, das hätte ich fast vergessen. Die Spirale hier, die Schraube, die druckt ihr bitte auch mit Brim, auch stehend. Und tut euch da selber einen Gefallen, wenn das Ding gedruckt ist, macht hier vorne die Ecke ein bisschen rund. Die Ecke und die Kante, die sind dann sehr scharfkantig. Also macht die noch ein bisschen rund, da nicht, dass man sich da dran verletzt. Okay, jetzt schauen wir mal.